In diesem Video zeige ich dir, wie du einen kleinen Steuersatzservice an einem IS-Steuersatz und an einem ZS bzw. EC-Steuersatz durchführst. Hi, ich bin Marian von Acros. Wir führen den kleinen Steuersatzservice an diesen beiden Gravelbikes durch. Natürlich sind die Arbeitsschritte auch beim Rennrad, beim Mountainbike oder beim E-Bike dieselben. Wir empfehlen den kleinen Steuersatzservice bei durchschnittlicher Nutzung ungefähr zweimal im Jahr und vor längeren Touren oder dem Bikeurlaub. Der kleine Steuersatzservice ist wichtig, weil das zusätzliche Fett deine Lager vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt und dadurch dein Steuersatz länger hält. Für die Arbeitsschritte benötigst du das passende Inbus-Tool, Steuersatzfett und Reinigungsequipment. Wir beginnen mit dem IS-Steuersatz. Solltest du einen ZS- oder EC-Steuersatz verbaut haben, dann spring doch einfach hier unten ins passende Kapitel. Im ersten Schritt lösen wir die Schraube der Topcap und die beiden Vorbauschrauben und klemmen dann den Vorbau mit der unteren Schraube so weit wie möglich oben am Gabelschaft. Achte beim Anziehen der Vorbauschraube auf das vorgegebene Drehmoment. Jetzt hebst du deinen Rahmen leicht an, sodass du ans untere Lager und den Gabelkonus kommst. Dann reinigst du alle Bauteile und fettest sie erneut mit Steuersatzfett ein. Ist der Lagersitz und das untere Lager gefettet, kannst du die Gabel zurück in das Steuerrohr stecken und dabei springt das obere Lager mit dem Zentrierring aus dem Lagersitz. Reinige und fette nun das obere Lager und den oberen Lagersitz und stecke dann alle Bauteile wieder zusammen. Im letzten Schritt musst du noch deinen Lenker ausrichten und das Steuersatzspiel einstellen. Wie das Ganze funktioniert, findest du hier oben in der Infokarte. Im zweiten Bike haben wir einen ZS-Steuersatz und einen EC-Steuersatz verbaut. Bei diesen beiden Steuersätzen sind die Lager fest mit den Lagerschalen verpresst und daher ist der Steuersatzservice identisch. Im ersten Schritt lösen wir die Schraube der Topcap und die beiden Vorbauschrauben und klemmen dann den Vorbau mit der unteren Schraube so weit wie möglich oben am Gabelschaft. Achte beim Anziehen der Vorbauschraube auf das vorgegebene Drehmoment. Jetzt heben wir den Rahmen an, reinigen dann den Gabelkonus und das untere Lager und fetten dann beide Bauteile erneut ein. Im nächsten Schritt schiebst du die Gabel wieder zurück ins Steuerrohr. Dabei springt oben aus dem ZS-Steuersatz der Zentrierring und der Steuersatzdeckel heraus und du kannst dann die Bauteile reinigen und erneut mit Steuersatzfett einfetten. Ist der Steuersatz ausreichend gefettet, drückst du den Zentrierring zurück in das obere Lager und steckst dann alle weiteren Bauteile auf den Gabelschaft. Das Ganze wird dann oben fixiert mit der Topcap und der Spieleinstellschraube. Im letzten Schritt musst du dann noch deinen Lenker ausrichten und das Steuersatzspiel einstellen. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du in diesem Video.